Hallo. Hallo. Wir sind die Piranhas. Und wir schieben voll Frust hier. Ja, okay. Wir Entwickler, wir wollen alles. Aber eine Sache nicht, den Spieler frustrieren. Ne? Emotional dich fordern als Spieler oder Dinge tun, die dich irgendwie aufregen oder so, aber frustrieren. Ne? Dieser Frust, so, dass Dinge nicht funktionieren, wie sie sollten, das ist eine Sache. Ne? Warum machen wir das trotzdem immer wieder? Weil man dem Spieler auch eine Herausforderung bieten möchte. Und der Grad ist eine Sache. Sehr schmal. Eine Sache. Ja. Okay, im besten Falle ist es das. Im besten Falle. Im schlimmeren Falle hat's andere Gründe. So, ne? Das heißt also, ne, ist vielleicht auch eine Frage des Spielertyps. Kann auch sein. Ja. Dass es also Typen gibt, die sich extra irgendwie aufregen oder so, ne? Naja. Wir haben zu diesem Zweck weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, nochmal. Du musst halt eine Szene immer wieder so, ne? Wie belastbar bist du eigentlich in einem Game? Wenn es mal schwerer wird. Ne? Bevor der Frust anfängt. So. Wie belastbar bist du eigentlich? Und die haben Folgendes gesagt. Wenn ich Spiele überhaupt nicht mag, sind komplizierte Kombos. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss in der ersten Stunde schon irgendwie wahnsinnig komplizierte Kombos lernen, dann höre ich meistens relativ schnell auf. Geht so. Also ich habe Ori and the Blind Forest gespielt. Ich habe das Element des Wassers befreit. Ich war danach nass geschwitzt, war kurz vorm Heulen und habe das Spiel deinstalliert. Okay. Ich werde so wütend, wenn ein Spiel schwer wird. Das ist unglaublich, aber ich muss es dann schaffen und dann freue ich mich irgendwie wie ein Schnitzel, wenn es dann doch geklappt hat. Oh, es kommt drauf an, warum es schwer wird. Wenn Entwickler einfach nur irgendwie, um jemanden zu ärgern, Mist einbauen, was der Story schadet, dann nicht sehr belastbar. Wenn es knifflig ist und spannend und lustig, dann sehr belastbar. Ich wäre gerne viel belastbarer, aber oft mache ich es dann aus, sage ich spiele es nie wieder und so eine Dreiviertelstunde später, na gut, mache ich halt, ne? Wenn ich wissen will, wie es weitergeht, dann spiele ich weiter und wenn es mich irgendwann nervt, dann lasse ich es oder lasse jemand anderen weiterspielen. Ich beiß mich durch, egal wie lange es dauert. Ich will das dann schaffen und dann beiße ich mich durch. Es gibt aber Spiele, wo ich mich auch reinbeiße, aber die sind dann eher anderer Natur. Nicht so. Also ich bin sonst kein Mensch, der schnell ausrastet, aber wenn ein Spiel kann mich schon zur Weißglut treiben, wenn das nicht so funktioniert, wie ich das will. Und dann muss ich es erstmal weglegen, so 2-3 Wochen und dann kann ich es irgendwann wieder anfangen. Ja, Frust kommt schon mal auf, ne? Ja. Es gibt ja Leute, die haben eine sehr niedrige Frustschwelle. Ich zum Beispiel. Frustrationstoleranz gleich 0. Also, gibt schon so ein paar Sachen, wo ich sage, boah, ne? Und welche unterschiedlichen Dinge gibt's eigentlich, die einen Spieler frustrieren können? Hat man gesagt, wenn es schwerer wird. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad. Ne? Ja, obwohl da muss man ja auch, das sind ja schon wieder 1000 Dinge. Ja? Zum Beispiel, du fängst ein Spiel an und denkst, ach cool, macht voll Bock irgendwie und dann wird es schwerer und schwerer. Und wenn der Lerneffekt des Spielers gleichzusetzen ist mit dem Schwierigkeitsgrad, ist das Tutti. Aber es gibt ja auch so Fälle, da wird das Spiel so mies, schwer, da kommst du gar nicht mit deinem Lernen hinterher. Dann denkst du, jetzt lässt mich das Spiel überhaupt nicht mehr weiterspielen. Obwohl es am Anfang so viel Spaß gemacht hat. Warum machen die das? Ja. Gibt doch Leute, die werfen uns das vor, das dünner belacht, Jenny. Ja, bei uns ist es aber eher der Spielstart. Was? Ja doch, da ist der Lerneffekt nämlich andersrum. Je besser du wirst, irgendwann wird es dann tatsächlich leichter. Und ich sag nicht leicht, ich sag leichter. Und die Leute, die das dann hingekriegt haben, die haben dann auch tatsächlich irgendwie genug Features. Wir haben ja auch eingebaut, dass wir sehr viele Sachen konfigurierbar machen können, um genau das zu vermeiden. Ja. Funktioniert manchmal trotzdem nicht. Nein, ich habe auf normal gestellt, sagt der Spieler, weil ich das Spiel so spielen will, wie es gemeint ist. Mhm. Und das ist nicht machbar. Höre ich sehr häufig. Ne? Also frustrieren wir den Spieler dann wegen dem Schwierigkeitsgrad ein Stück weit. Ne? An der Stelle schon, ja. Ja, das war so nicht mal beabsichtigt. Nö. Ne? Aber es hat dann auch nicht, die Gegenmaßnahmen haben nicht ausgereicht, um das an der Stelle zu verhindern. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch nicht das Spiel total leicht machen,
auch für normal nicht, weil du die Herausforderungen natürlich im Spiel lassen willst. Warum machen wir das eigentlich sowas? Ne? Weil wir uns darauf verlassen, dass wir, weil wir eben eine freie Welt haben und alternative Wege gehen kann als Spieler, also dass man das machen kann, und wenig Nadelöhre einbauen, wo der Spieler unbedingt durch muss. Das heißt, diese Situation, die musst du jetzt meistern, sonst kannst du das Spiel nicht durchspielen. Bei uns ist das so tendenziell eher, ja, dann renn doch weg. Dann lass das doch. Wir haben ganz wenige Nadelöhre, wo du wirklich durch musst, ja, wo man das machen muss, aber vielleicht noch nicht weit genug ist dafür. Ja. Und das ist vielleicht, dass der Spieler dann sagt, ich möchte das aber trotzdem können, so, okay, fair enough, ja. Aber eigentlich ist es so, du kannst immer wieder wegrennen. Ne? Es gibt Spiele, die machen das häufiger als wir. Ja, dass sie halt so Situationen haben, die man vielleicht nur meistern kann, wenn man es schon mal durchgespielt hat und so weiter. Dann ist das vielleicht auch Absicht und so. Aber wir wollen den Spieler nicht frustrieren, ne? Auf gar keinen Fall. Deswegen verteilen wir am Anfang ja auch junges Gemüse, so wie wir es nennen, ne? Pestkranke Ratten, junge Hühler und Zeugs, halt irgendwie junge, kranke, altersschwache Zeugs, ja, dass man halt sich besser zurechtfinden kann. Ja, wir haben auch altersschwache Viecher, also. Ne? Da schreiben wir dann so dran, dass das auf jeden Fall eindeutig erkennbar ist, okay, hier kann ich mich mal versuchen, ne? Um diesen Frust halt zu vermeiden. Ja. Diese Nadelöhre haben mich persönlich auch mit am häufigsten frustriert bei anderen Spielen. Darum habe ich es auch als erstes genannt, Ja. ne? Weil es auch tatsächlich irgendwie das ist, was die meisten Leute dann auch als Frust empfinden. So, ne? Mein persönliches Waterloo, das fand ich auch so krass, war Dead Space Teil 1, der Meteoritenschauer. Da haben wir uns die Zähne ausgebissen. Aber wir haben mit dem Controller gespielt. Genau, und das war auch der Trick. Das Zielen und Schießen von diesen Meteoriten war viel, viel schwerer auf der Konsole als auf dem PC. Ja. Irgendwann vor kurzem, das ist ein Jahr her oder so, da habe ich nochmal irgendwie einem Kumpel gesagt, irgendwie, ja, da musst du aufpassen, das ist so schwer. Und der ist dann da so durch mit seiner Maus so und ich so, what? Und für mich war das so, das vergesse ich auch nie wieder. Aber da an der Stelle war es nicht schlimm genug, als dass wir uns da nicht tatsächlich irgendwie Nächte um die Ohren geschlagen haben, das irgendwie zu schaffen, damit wir das Spiel durchspielen können. Oder das Ende von Shadows of the Colossus. Das war auch ganz schön frustrierend. Wie viele Stunden hast du da rumgekaspert? 4? 5? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin zwischendrin eingeschlafen. Doch, bist du schon wieder runtergefallen. Ja, also... Ich habe ja auch im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass man während des kompletten Spiels, bevor man zum Endgegner kommt, Echsenschwänze hätte fressen können, um seine Ausdauer zu erhöhen, damit man sich länger festhalten kann. Hast du nicht gerafft? Ich habe das geschafft, ohne einen einzigen Echsenschwanz zu fressen. Ja. So. Da kam Frust auf, weil dir was gefehlt hat, was du eigentlich locker hättest, ne, und so, ja. Das war echt hart. Ja. Mann, hab ich geflucht. Dann waren wir vielleicht zu blöd. Ja, aber an der Stelle auch, das Spiel sagt dir das nicht. Ja, und dann kommt Frust auf und das ist so... Ne? Und wenn das Spiel dir nicht sagt, wie du es einfacher haben könntest und es selber herausfinden musst, ist es natürlich auch wieder so eine Hürde, ne, die frustrieren kann. Gut. Das war der Schwierigkeitsgrad. Das ist mal eine Sache. Aber es gibt noch mehr Faktoren, die einen frustrieren können. Langeweile. Ja. Oh ja. Das heißt, wenn du immer wieder dasselbe machen musst oder wenn du irgendwie, ein Item von 100, ach nee, das frustriert, ja. Also wenn es einfach nur das ist, okay, du musst jetzt 100 von diesen Blips sammeln, was es auch immer ist. Wenn es gut verpackt ist, dann macht das auch Spaß, wenn ich sehe den Sinn dahinter, dass man irgendwie gestaffelt, nach 30 kriege ich das, nach 40 und so weiter, ja. Aber nur allein, ich muss jetzt diese 100 Dinger sammeln. Klassiker, kennt ihr alle, ja. Ja, der Weg dahin ist das Ziel, kennt man auch so, dann kann das Spaß machen. Aber es kann einen auch frustrieren. Man sagt so, boah, hab ich jetzt keinen Bock drauf, so, ja. Und dann schmeißt man es in die Ecke, ne. Das heißt, was macht man da? Dagegen, als Entwickler, man versucht ein gutes Pacing hinzukriegen. Über Pacing haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Das ist nichts anderes als, ja, du kannst sowas einbauen, wie einen von 100 oder so, aber dann musst du den Spieler auch mit irgendwelchen Sachen, die spannend sind, beschäftigen, dass er so nebenbei dann irgendwann die 100 voll bekommt. Ja, um den Spieler nicht zu frustrieren. Was, das muss ich jetzt machen? Also, ne, dass dieser Effekt gar nicht erst greift. Größeres Angebot machen von unterschiedlichen Dingen, ja, und dann kann man so ein Ding auch mal dazu packen, ohne dass es jetzt irgendwie Schaden verursacht. No?
Ja, und dann frustriert es auch nicht. Bei Assassin's Creed Brotherhood zum Beispiel hatte ich unwahrscheinlich Spaß daran, die Schatztruhen zu sammeln. Warum? Weil ich sie auf meiner Map sehen konnte und ich wollte die auf der Map nicht mehr haben. Ja. Also habe ich die alle gesammelt, solange bis keine mehr auf der Map war. Daran hatte ich Spaß. Die Federn übrigens, die habe ich nicht gesammelt. Das Und war warum? beim zweiten Teil. War das nicht Brotherhood? War der zweite Teil. Egal. Wo der Ezio seine Familie in diesem Haus hatte. Ja. Und seine Schwester lag im Bett und war krank und du solltest halt die Federn sammeln, was der Spiel auch nicht gesagt hat. Das war, glaube ich, ein Easter Egg oder irgendwie sowas. Ups, Spoiler, ja. Aber so auf jeden Fall solltest du die Federn sammeln. Und die konntest du auch nicht. Die musste man halt im Internet nachgucken, weil es gab dafür kein Feature wohl und so weiter. Ne? Genau, habe ich auch nicht gemacht. Das haben wir dann nicht gemacht. Gut, das hat jetzt keinen Frust verursacht bei uns. Ne? Ja. Aber es ist halt so ein Ding, wo du dann denkst, Wenn Frust verursacht es dann, wenn die dir das auferlegen, du musst es tun. Ja. Ne? Stell dir vor, du musst ein Item sammeln. Das war völlig optional. Und, die sagen dir nicht, wo es ist. Und dann kommt Frust auf. Ja. Außerdem kann man ja auch im Internet nachgucken, wo sind die Dinger und dann sammelt man die und dann ist auch okay. Müsste man dann, ja. Aber ne, wenn es nicht tun musst, hast du ja die Wahl, wie du schon sagst. Genau. Ne? Und wenn das Spiel dir das auferlegt, dass du jetzt wirklich die Arbeit investieren musst, um dir das selber rauszusuchen aus dem Internet, dann ist das schon... Dann gibt's Frust. Ja? Und Frust wollen wir nicht. So, gibt's noch ein Ding hier. Unerwartete Wendung. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Frustriert mich aber jetzt. So, könnt ihr euch nicht machen. Ja? Das heißt also, viel dem Spieler selbst entscheiden lassen. Machen wir, ja. Und ab und zu gibt's halt mal so einen Twist und Turn und so weiter. Aber da wird dem Spieler was aufgedrückt, was er gar nicht will. Und da gibt's Frust. Was ist denn der Scheiße? Wie, der stirbt jetzt? Wieso? Ja, ist halt so. Musst du mit leben, so. Das ist irgendwie Frust. Ja. Hat man sich gerade irgendwie da drin verknallt und so weiter. Und wenn das Spiel einem nicht mal sagt, wieso, na, sondern einfach das so passiert, dann gibt's Frust. Muss man versuchen zu vermeiden. Wenn das Spiel den Spieler bestraft durch Dinge, die er erreicht hat, dann ist das ein ganz starker Faktor dafür, dass das frustrierend ist. Wenn er dich auf irgendeine Art und Weise belohnt, dann kann das okay sein, auch eine harte Wendung oder so. Aber wenn du dich bestraft fühlst für Arbeit, die du investiert hast, das ist schon übel. Ja, nicht zu unfair sein dabei, habe ich hier stehen, oder extrem werden. Na, wäre dann die Gegenmaßnahme bei Wendungen. Aber wenn man nicht extrem wird bei Wendungen und Twists in der Geschichte, dann hat es auch keine Relevanz. Dann merkt man sich's auch nicht, sagen viele. Na? Es soll ja auch wehtun, wenn man irgendeine Entscheidung falsch entscheidet hat und so weiter. Oder nicht? Was meint ihr? Ja, wie ist das? Ich denke daran, es ist immer leichter, eine miese Geschichte zu erzählen, als eine positive Geschichte zu erzählen, weil du viel mehr dafür brauchst. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Quest ausdenkst, irgendwie keine Ahnung, rette alle Häschen und pack die in den Stall, dann werden die vom Wolf nicht gefressen und dann hast du irgendwie 100 Häschen im Stall und dann brennt aber auf einmal der Stall ab. So. Und der Entwickler hat sich gedacht so, boah, total krass, das vergisst bestimmt kein Spieler. Ja, vergessen die auch nicht. Aber das Spiel ist trotzdem scheiße. Gibt's irgendein Spiel, wo 100 Hasen brennen? Mach keinen Mist. Ich hab kenn's jetzt nicht, ja. Ich habe jetzt extra mir sowas ein Abstruses absurdes ausgedacht. Beispiel rausgesucht, genau. Und es gibt auch keine Hasen bei uns im nächsten Spiel. Nein, es gibt keine. Aber doch, extrapoliert auf andere Geschichten wisst ihr hoffentlich, was ich meine mit das ist dann schlecht erzählt, weil sowas will man nicht. Es ist auf jeden Fall so eine unerwartete Wendung, die einen irgendwas nimmt, ja, obwohl man es eigentlich gar nicht verschuldet hat. Das frustriert, das findet man nicht gut. So Butterfly-Effekt, man hat hier etwas gemacht und da passiert irgendwie was und man hat es vorher irgendwie gar nicht kommen sehen. Kann überraschend sein oder auch nicht. Wie seht ihr das? Schreibt uns unten mal in die Kommentare, wie ihr das mit so überraschenden Wendungen und Story-Zeugs und so weiter seht und wann ihr frustriert seid von sowas. Das ist interessant. Ja, gibt noch ein weiterer Punkt. Bugs. Logisch. Ja? Kennen wir uns mit aus, sagen einige. Ne? Ja. Gibt's ja so Experten, ne? Haben wir ja auch schon mal und ein paar Bugs und so, ne? Ja, das ist Kacke. Vor allem, wenn man sehr viel Zeit investiert hat in ein Spiel und auf einmal gibt's da irgendwo so einen Plotkiller, irgendetwas, was einen nicht weiterspielen lässt. Das ist Frust Deluxe. Genau. Ja. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Ja. Wie machen wir das? Wir versuchen genug Zeit einzuräumen, um die Dinge auch alle zu finden, die miesen Viecher. Ne? Das heißt also, sehr lange Tests spielen und so weiter und irgendwann auch die Griffel hinlegen und sagen, so, jetzt sind wir fertig mit dem Spiel. Fertig. Und dann gucken wir, ob es auch wirklich fehlerfrei läuft. So muss das laufen.
So, wenn man dann doch noch in der Bugfixing-Phase Sachen implementiert und so, haben wir auch schon mal gemacht, ne? Kommt schon mal vor, wenn man sich verzettelt hat, ne? In der Planung und so. Ist immer so eine Sache, ja. Das, was man dem Spieler nicht darf, ist nerven mit irgendwas. Ja. Oder frustrieren, ja, mit ungewollten Sachen. So, ja. Und man kann nicht alles planen. Ist auch okay, wenn es ab und zu mal einen Leidensweg gibt, den man spielt und so. Ich kenne das ja von mir selber. Ja, Ressourcenmanagement oder irgendwie so muss Arbeit investieren. Boah, jetzt muss ich aber, und jetzt ist das aber. Ja, und dann freut man sich dann nachher auch, wenn man so einen Gegner endlich platt gemacht hat und so. Das ist ja ein Erfolgserlebnis. Nur das muss auch irgendwann eintreten. Und es darf jetzt nicht durch irgendeinen blöden Fehler alles kaputt machen. Das ist für den Entwickler auch ein ganz klarer Fall von Indie. Lass es. Denn manchmal hat man am Ende noch so ein bisschen Zeit und dann könnte man eigentlich noch diese Zeit investieren, um noch so ein Feature, was vielleicht cool wäre und Spaß macht, einzubauen. Aber man darf nicht. Man darf das dann nicht machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas kaputt macht, was jemanden später so richtig nervt, ist halt sehr hoch. Gerade mit einem größeren Team, wenn man mit mehreren Leuten an derselben Sache arbeitet, muss man wirklich sich zusammenreißen und sagen, nein, wir machen das Große und Ganze jetzt gut und lassen die Finger davon, weil wir dann eher wissen, dass das funktioniert und das, was wir haben, erhalten bleibt. Und das ist natürlich für den Spieler sehr schwer zu verstehen, weil er da nicht drinsteckt in der Maschinerie. Er hätte ja dann noch, wenn er noch Zeit hat, noch dieses ein oder andere Feature. Warum hätte der nicht das noch reingemacht oder dieses reingemacht? Naja, das ist halt sehr, sehr heikel. Das ist ein empfindliches Konstrukt und ein Riesenspiel. Und dann muss man diszipliniert sein. Ja. Ja gut. Weiterer Faktor, was einen auch frustrieren kann, ist Performance. Ne? Man möchte gerne möglichst realistische, hochdetaillierte Grafik haben, aber das ist eben nicht alles. Wenn die Scheiße ruckelt wie Sau, das ist frustrierend. Ja? Kommt noch dazu, dass das Kampfsystem dann nicht vernünftig funktioniert, weil man dann eben neben die Frames dann klickt und solche Dinge, ja. Also das ist auf jeden Fall ein riesen Frustfaktor. Performance ist ein großer Punkt, ja, wo der Spieler es einem auch nicht verzeiht, wenn das nicht vernünftig funktioniert. Ja. Schöne Grafik ist eben nicht alles. Es muss auch irgendwie sauber laufen. Ne? Und das, was da machen wir als Entwickler dagegen, nicht zu viel wollen. Ja, nicht zu versuchen, zu viel da reinzuquetschen und es dann nachher doch irgendwie runter zu crunchen. Haben wir auch schon in der Vergangenheit öfter gehabt, dass es halt irgendwie dann nicht läuft, das blöde Ding. Vernünftig, so wie es gemeint ist. Naja, es gibt auch Leute, die halt noch ein bisschen schwächere Rechner haben, als jetzt der High-End-Rechner wäre. So. Ja, deswegen entwickeln wir aber auch auf sehr vielen verschiedenen Rechnern, weil wir dann schon mal eine Menge abdecken und wissen, wenn es bei uns funktioniert, funktioniert es bei denen, die einen ähnlichen Rechner zu Hause haben, auch. Ne? Deswegen entwickeln wir auch nicht auf High-End-Rechnern. Weil das unterschiedlich, auf allen möglichen genau, Rechnern. Möglichst wir haben auch viele High-End-Rechner, ist klar, sonst geht's nicht. Ja. Aber wir machen das so, dass wir möglichst viele unterschiedliche Rechner hier stehen haben, damit wir auch sehen, wo wir stehen. Ja. Sonst ist das Blindflug in den Frust. Ne? So, ja. Genug Zeit einräumen, um das dann auch zu fixen und die Performance in den Griff zu kriegen und da auch ein vernünftiges Ergebnis hin zu erzielen, ist dann auch unerlässlich. Ne? Ja, mich würde auch mal sehr, sehr interessieren, was die Leute da draußen denn persönlich am meisten frustriert. Was frustriert dich denn am meisten? Ne? Oder hat dich in der Vergangenheit am meisten frustriert? Das wäre schon spannend. Gut, wir haben wieder eine Trophybox. Yay. Tada! So! Wir waren am Stand von THQ Nordic und haben da ein paar Sachen abgestaubt, ja. Von einem Titel hier, ein T-Shirt gekriegt, wo der Florian Emmerich da vorne stand und T-Shirts in die Menge geworfen hat von einem coolen Spiel, ja. Das habe ich eigenhändig gefangen. Selbst gepflückt, ja. Aus dem Baum des Wahnsinns, ja. Destroy All Humans, ja. Genau. Ist in the making und wird total lustig. Und diese Trophäe, die haben wir auch schon getragen. Das ist geil. Ja? Also, das ist ein richtig lustiges Ding. Und ja, ich hab Bock drauf. Ja, absolut. Ja, das ist tatsächlich neu gemacht von dem Titel, der damals schon mal existierte irgendwie mit schönerer Grafik. Und ich bin sehr gespannt, wenn sie das Ding releasen, wie es dann am Ende wird. Die Demo konnte man schon anzocken, auf der Gamescom zum Beispiel und ja. Geile Trophäe, vielen Dank. Hast du eine Community-Frage? Ja, auch. Diesmal geht die Frage an dich. Kleine Frage an Björn, wenn du magst. Wenn du magst.
Du sagtest, dass du damals auch Perry Rhodan gelesen hast. Heißt das, du hast damit aufgehört? Aus Zeitgründen oder weil die Story nicht mehr gefallen hat? Oder schaust du dir immer noch ab und zu ein Heft an und eventuell auch die Reboots? Okay. Das ist eine sehr lange Leidensgeschichte, Perry Rhodan. Ich habe aufgehört, weil mir an einer Stelle die Story nicht mehr so wichtig. Die letzten Worte von Gookie waren irgendwie, ach nichts, ne? Wo jemand gefragt hat, irgendwie wie es ihm geht. So, ne? Das war so eine tragische Geschichte und irgendwie so ein tragischer Cut haben die gemacht in dieser Storyline der Silberbände und da haben sie mich ein bisschen verloren. Die haben irgendwie versucht, einen Neustart zu machen an einer bestimmten Stelle und da haben sie mich verloren. Das fand ich irgendwie so deprimierend und das hat mir nicht mehr gefallen. Deswegen habe ich dann aufgehört. Sternozean, ne, mit diesem Kantiran zum Beispiel habe ich wieder gehört. Ne, habe ich aber auch parallel gemacht und so weiter. Ich werde das sicherlich nochmal irgendwann aufgreifen und so. Und diese Hörbücher mit dem Josef Traten, da ist ziemlich gut. Ja, also diese Hörbücher, die machen echt Spaß. Ich habe gelesen selber als Buchdings, glaube ich, irgendwie Silberband bis 20 oder so. Silberband 21 oder so lag dann ewige Zeiten bei mir da rum. Und ja, finde ich schon geil. Ne? Angefangen habe ich mit den Europa-Hörspielen. Kennt ihr bestimmt damals mit Uwe Friedrichsen, der für mich immer irgendwie die Stimme von Perry Rhodan war. Ja, der Witzbold. Und das war schon geil. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche, wenn es heißt Piranha-Becken TV. Genau, bis dann. Tschüss. Ein klarer Fall von Indie Lasses. Damit ist nicht Indie-Entwickler gemeint, sondern Indiana Jones, ne? Genau. Wo der Vater oben da steht und so und Indiana Jones ist da irgendwie in der Spalte da gefangen und will noch den Gral erreichen. Ich kann ihn erreichen und so. Und Vater steht oben und sagt, Indie, lass es.